Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch für jeden Tag. Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr praktisches Thema. Ja, es geht um den Job. Genauer gesagt, wie spricht man über seinen Job? Auf Deutsch natürlich. Das ist ein wichtiges Thema im Alltag. Stimmt, man wird oft gefragt, was machst du beruflich? Oder was ist dein Job? Und dann muss man antworten können. Heute lernt ihr genau das. Wir zeigen euch viele nützliche Sätze. Und wichtige Vokabeln. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Los geht's. Also Max, fangen wir mit den Basics an. Gute Idee, Anna. Wie fragt man jemanden nach seinem Beruf? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste Frage ist, was sind Sie von Beruf? Das ist die formelle Version. Mit Sie Genau. Man benutzt das bei fremden Personen. oder bei älteren Menschen. Oder im professionellen Kontext. Die informelle Version ist, was bist du von Beruf? Das sagt man zu Freunden, Oder zu jungen Leuten. in lockeren Situationen. Eine andere Frage ist, was machen Sie beruflich? Oder informell, was machst du beruflich? Das bedeutet das Gleiche. Ja, es fragt nach dem Job. Noch eine Variante, als was arbeiten Sie? Oder als was arbeitest du? Das ist auch sehr üblich. In Deutschland hört man das oft. Und ganz einfach, was ist Ihr Beruf? Oder was ist dein Beruf? Das sind die wichtigsten Fragen. Jetzt zu den Antworten. Wie antwortet man auf diese Fragen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, ich bin. Zum Beispiel, ich bin Lehrer. Ich bin Ärztin. Ich bin Ingenieur. Ich bin Krankenschwester. Das ist ganz einfach. Ich plus der Beruf. Eine andere Möglichkeit, ich arbeite als. Ich arbeite als Verkäufer. Ich arbeite als Sekretärin. Ich arbeite als Koch. Ich arbeite als Managerin. Das klingt etwas professioneller. Ja, ein bisschen formeller. Man kann auch sagen, ich bin von Beruf. Ich bin Architekt von Beruf. Ich bin Journalistin von Beruf. Das betont den Beruf mehr. Es klingt sehr klar. Noch eine Variante. Mein Beruf ist. Mein Beruf ist Programmierer. Mein Beruf ist Designerin. Das ist auch korrekt. Aber weniger üblich im Gespräch. Ja, ich bin ist am häufigsten. Gut zu wissen. Jetzt sprechen wir über Berufe. Es gibt so viele Berufe. Wir nennen die wichtigsten. Fangen wir mit Bürojobs an. Der Buchhalter oder die Buchhalterin. Das ist jemand, der mit Zahlen arbeitet. Der Sekretär oder die Sekretärin. Der Manager oder die Managerin. Der Chef oder die Chefin. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Der Projektleiter oder die Projektleiterin. Der Berater oder die Beraterin. Auf Englisch Consultant. Der Analyst oder die Analystin. Der Personalleiter oder die Personalleiterin. Auf Englisch HR-Manager. Das sind typische Bürojobs. Jetzt zu den technischen Berufen. Der Ingenieur oder die Ingenieurin. Das ist ein sehr beliebter Beruf in Deutschland. Ja, Deutschland ist bekannt für Ingenieure. Der Programmierer oder die Programmiererin. Oder der Softwareentwickler. Die Softwareentwicklerin. Der IT-Spezialist oder die IT-Spezialistin. Der Techniker oder die Technikerin. Der Elektriker oder die Elektrikerin. Der Mechaniker oder die Mechanikerin. Das sind technische Berufe. Sehr gefragt in Deutschland.
Jetzt zu den medizinischen Berufen. Der Arzt oder die Ärztin, Der Zahnarzt oder die Zahnärztin. der Chirurg oder die Chirurgin. Der Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin. Früher sagte man die Krankenschwester. Aber Krankenpfleger ist moderner. Der Therapeut oder die Therapeutin. Der Psychologe oder die Psychologin. Der Apotheker oder die Apothekerin. Der Rettungssanitäter oder die Rettungssanitäterin. Das sind die Leute im Krankenwagen. Sehr wichtige Berufe. Absolut. Weiter mit Bildungsberufen. Der Lehrer oder die Lehrerin. Der Professor oder die Professorin. Der Dozent oder die Dozentin. Der Erzieher oder die Erzieherin. Das sind Leute, die in Kindergärten arbeiten. Der Trainer oder die Trainerin. Der Ausbilder oder die Ausbilderin. Das sind Bildungsberufe. Sehr wichtig für die Gesellschaft. Jetzt zu kreativen Berufen. Der Designer oder die Designerin. Der Grafiker oder die Grafikerin. Der Fotograf oder die Fotografin. Der Journalist oder die Journalistin. Der Autor oder die Autorin. Der Schauspieler oder die Schauspielerin. Der Musiker oder die Musikerin. Der Künstler oder die Künstlerin. Das sind kreative Berufe. Jetzt Handwerksberufe. Der Tischler oder die Tischlerin. Das sind Leute, die mit Holz arbeiten. Der Maler oder die Malerin. Aber nicht der Künstler. Nein, der Maler streicht Wände. Der Bäcker oder die Bäckerin. Der Koch oder die Köchin. Der Friseur oder die Friseurin. Der Schneider oder die Schneiderin. Der Klempner oder die Klempnerin. Das sind Leute für Wasserrohre. Auf Englisch Plumber. Der Gärtner oder die Gärtnerin. Das sind Handwerksberufe. In Deutschland sehr respektiert. Ja, das Handwerk hat goldenen Boden. Das ist ein deutsches Sprichwort. Es bedeutet, Handwerk ist wertvoll. Stimmt. Noch ein paar wichtige Berufe. Der Polizist oder die Polizistin. Der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau. Der Anwalt oder die Anwältin. Der Richter oder die Richterin. Der Pilot oder die Pilotin. Der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin. Der Verkäufer oder die Verkäuferin. Der Kassierer oder die Kassiererin. Der Kellner oder die Kellnerin. Der Taxifahrer oder die Taxifahrerin. Der Busfahrer oder die Busfahrerin. Das sind viele Berufe. Ja, aber wichtig zu kennen. Jetzt wird es interessanter. Wir sprechen über den Arbeitsplatz. Wo arbeitet man? Das ist eine wichtige Frage. Wie fragt man das? Wo arbeiten Sie? Oder wo arbeitest du? Ganz einfach. Und wie antwortet man? Ich arbeite bei. Plus der Firmenname. Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei der Deutschen Bank. Ich arbeite bei BMW. Man benutzt bei für Firmen. Genau. Man kann auch sagen, ich arbeite für. Ich arbeite für ein Start-up. Ich arbeite für eine internationale Firma. Das ist auch korrekt. Was ist der Unterschied? Bei ist häufiger. Für betont mehr die Aufgabe. Beide sind richtig. Man kann auch den Ort nennen. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einer Fabrik. Ich arbeite in einem Krankenhaus. Ich arbeite in einer Schule. Ich arbeite in einem Restaurant. Ich arbeite in einem Hotel. Das zeigt den Arbeitsplatz. Manche Leute arbeiten von zu Hause. Ja, das ist heute sehr üblich. Wie sagt man das? Ich arbeite von zu Hause. Oder ich arbeite im Homeoffice, Homeoffice ist ein deutsches Wort geworden. obwohl es englisch klingt. Ja,
Deutsche benutzen es oft. Seit Corona besonders. Man kann auch sagen, ich arbeite remote. Das ist auch üblich. Oder ich arbeite hybrid. Das bedeutet, teilweise im Büro, teilweise zu Hause. Genau. Sehr moderne Arbeitsformen. Die Arbeitswelt verändert sich. Absolut. Jetzt sprechen wir über Arbeitszeiten. Das ist auch ein wichtiges Thema. Wie fragt man danach? Wie sind Ihre Arbeitszeiten? Oder wie sind deine Arbeitszeiten? Auch, wann arbeiten Sie? Wann arbeitest du? Und wie antwortet man? Ich arbeite von bis. Ich arbeite von 9 bis 5, Von 8 bis 4. von 7 bis 3. Das sind typische Arbeitszeiten. In Deutschland arbeitet man oft 8 Stunden. Plus eine Stunde Mittagspause. Die Mittagspause ist wichtig. Ja, Essen ist wichtig. Manche Leute haben Schichtarbeit. Was ist Schichtarbeit? Man arbeitet zu verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Ich arbeite in der Frühschicht. Das bedeutet früh am Morgen. Ich arbeite in der Spätschicht. Das bedeutet am Nachmittag und Abend. Ich arbeite in der Nachtschicht. Das bedeutet in der Nacht. Schichtarbeit ist hart. Aber manchmal notwendig. In Fabriken zum Beispiel. Oder in Krankenhäusern. Man kann auch sagen, ich habe flexible Arbeitszeiten, Das bedeutet, man kann selbst entscheiden. wann man anfängt und aufhört. Das ist in vielen Büros so. Oder ich habe Gleitzeit. Gleitzeit ist ähnlich. Man muss bestimmte Stunden arbeiten. Aber man kann früher oder später anfangen. Das ist in Deutschland üblich. Ja, viele Firmen bieten das an. Jetzt sprechen wir über Aufgaben. Was macht man bei der Arbeit? Das ist eine gute Frage. Wie fragt man danach? Was machen Sie bei der Arbeit? Was machst du bei der Arbeit? Oder was sind Ihre Aufgaben? Was sind deine Aufgaben? Auch. Wofür sind Sie zuständig? Das ist etwas formeller. Zuständig bedeutet verantwortlich. Wie antwortet man? Ich bin zuständig für. Ich bin zuständig für das Marketing. Ich bin zuständig für die Finanzen. Ich bin zuständig für den Kundenservice. Man kann auch sagen, meine Aufgabe ist es. Meine Aufgabe ist es, Kunden zu beraten. Meine Aufgabe ist es, Berichte zu schreiben. Meine Aufgabe ist es, Projekte zu leiten. Oder einfach, ich schreibe Berichte. Ich führe Meetings. Ich telefoniere mit Kunden. Ich bearbeite E-Mails. Ich plane Termine. Ich organisiere Veranstaltungen. Das sind typische Aufgaben. Hier sind mehr Beispiele. Ich entwickle Software. Ich teste Produkte. Ich analysiere Daten. Ich erstelle Präsentationen. Ich verhandle mit Lieferanten. Ich betreue Kunden. Ich leite ein Team. Ich koordiniere Projekte. Ich übersetze Dokumente. Ich kontrolliere die Qualität. So viele Möglichkeiten, Jetzt kennt ihr viele Verben. die ihr bei der Arbeit braucht. Sprechen wir über Kollegen. Ja, Kollegen sind wichtig. Das Wort ist der Kollege. Oder die Kollegin. Mehrzahl die Kollegen. Das sind die Leute, mit denen man arbeitet. Wie spricht man über Kollegen? Ich habe nette Kollegen. Meine Kollegen sind sehr hilfsbereit. Ich verstehe mich gut mit meinen Kollegen. Wir arbeiten gut zusammen. Das Team ist toll. Mein Chef ist fair. Meine Chefin ist kompetent. Natürlich gibt es auch Probleme manchmal. Ja, nicht alles ist perfekt. Aber darüber spricht man vorsichtig. Ja, man sollte nicht zu viel klagen. Das macht keinen guten Eindruck. Stimmt. Andere wichtige Wörter. Der Vorgesetzte. Das ist der Chef oder die Chefin. Der Mitarbeiter. Das ist ein Angestellter. Der Praktikant oder die Praktikantin. Das ist jemand, der ein Praktikum macht. Der Azubi. Das ist kurz für Auszubildender. Jemand, der eine Ausbildung macht. Der Freelancer. Das ist jemand, der selbstständig arbeitet. Für verschiedene Firmen. Ohne festen Vertrag. Das ist heute sehr modern. Ja, viele junge Leute machen das. Jetzt ein wichtiges Thema,
Das Gehalt. Oh ja, sehr wichtig. Aber auch sensibel. In Deutschland spricht man nicht gern darüber. Das stimmt. Es ist ein privates Thema. Man fragt nicht, wie viel verdienst du? Das wäre unhöflich. Unter guten Freunden vielleicht. Aber sonst nicht. Trotzdem solltet ihr die Wörter kennen. Das Gehalt ist das Geld, das man bekommt. Für Angestellte sagt man das Gehalt. Für Arbeiter sagt man manchmal der Lohn. Das Bruttogehalt ist vor Steuern. Das Nettogehalt ist nach Steuern. In Deutschland zahlt man viele Steuern. Ja, das Netto ist viel weniger als das Brutto. Manchmal nur 60%. Das überrascht viele Ausländer. Wie fragt man nach dem Gehalt? Im Vorstellungsgespräch kann man fragen. Wie hoch ist das Gehalt? Oder was ist das Gehalt für diese Position? Man kann auch sagen, was sind die Konditionen? Das ist sehr diplomatisch, Wie antwortet man über sein Gehalt? wenn man antworten will. Ich verdiene Euro im Monat. Oder ich verdiene Euro im Jahr. In Deutschland spricht man oft über das Jahresgehalt. Zum Beispiel, ich verdiene 50.000 Euro im Jahr. Das klingt professioneller. Andere wichtige Wörter. Die Gehaltserhöhung. Das bedeutet, mehr Geld bekommen. Der Bonus. Extra Geld für gute Arbeit. Die Überstunden. Wenn man mehr als 8 Stunden arbeitet. Die Überstunden werden manchmal bezahlt. Manchmal bekommt man Freizeit dafür. Das hängt von der Firma ab. In Deutschland gibt es auch Weihnachtsgeld. Das ist Extrageld im Dezember. Nicht alle Firmen zahlen das. Aber viele. Und Urlaubsgeld. Extrageld für den Urlaub. Im Sommer meistens. Das sind tolle Benefits. Ja, Deutschland ist gut für Arbeitnehmer. Jetzt sprechen wir über Karriere. Wie spricht man über die Karriere? Das Wort ist die Karriere. Oder der berufliche Werdegang. Werdegang bedeutet die Geschichte. Wie man dahin gekommen ist, wo man ist. Wie beschreibt man seinen Werdegang? Man benutzt die Vergangenheit. Ich habe studiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe bei angefangen. Ich habe 3 Jahre bei gearbeitet. Dann bin ich zu gewechselt. Jetzt arbeite ich bei. Das ist ein typischer Werdegang. Ein Beispiel, Anna? Klar. Ich habe BWL studiert. BWL bedeutet Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Studium habe ich ein Praktikum gemacht. Bei einer großen Bank. Dann habe ich dort als Trainee angefangen. Trainee ist eine Einstiegsposition. Nach 2 Jahren wurde ich befördert. Befördert bedeutet eine höhere Position. Jetzt bin ich Teamleiterin. Sehr schön, Anna. Danke, Max. Das war ein gutes Beispiel. Andere wichtige Karrierewörter. Der Aufstieg, Das bedeutet nach oben kommen. die Beförderung, Eine bessere Position bekommen. der Jobwechsel, Zu einer anderen Firma gehen. die Weiterbildung, Neue Sachen lernen. die Fortbildung, Ähnlich wie Weiterbildung. die Qualifikation, Was man kann und gelernt hat. die Erfahrung. Was man schon gemacht hat. Berufserfahrung ist sehr wichtig. In Deutschland besonders. Ja, Firmen wollen erfahrene Leute. Oder sie bilden selbst aus. Das Ausbildungssystem in Deutschland ist toll. Ja, sehr praktisch. Man lernt in der Schule und in der Firma. Das nennt man duale Ausbildung. Sehr effektiv. Sprechen wir über Zufriedenheit. Bist du zufrieden mit deinem Job? Das ist eine gute Frage. Wie antwortet man? Positiv? Ja, ich bin sehr zufrieden. Mein Job macht mir Spaß. Ich mag meine Arbeit. Die Arbeit ist interessant. Ich lerne viel. Meine Kollegen sind toll. Das Gehalt ist gut. Ich habe flexible Arbeitszeiten. Ich kann mich entwickeln. Das sind positive Antworten. Und negative? Die Arbeit ist stressig.
Ich habe zu viel zu tun. Die Arbeitszeiten sind lang. Das Gehalt könnte besser sein. Ich habe keine Zeit für Familie. Der Job ist langweilig. Ich möchte etwas Neues machen. Das sind negative Antworten. Aber Vorsicht. Ja, nicht zu negativ sein. Besonders bei neuen Bekannten. Das macht keinen guten Eindruck. Stimmt. Jetzt üben wir ein Gespräch. Oh, gute Idee. Wir spielen ein Gespräch. Über den Job. Ich fange an. Okay, ich bin bereit. Hallo Max, schön dich kennenzulernen. Hallo Anna, freut mich auch. Was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwickler. Oh, interessant. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei einem Startup in Berlin. Das klingt spannend. Was macht ihr da? Wir entwickeln Apps für Smartphones. Wie lange arbeitest du schon dort? Seit 2 Jahren. Gefällt dir die Arbeit? Ja, sehr. Das Team ist toll. Und was sind deine Aufgaben? Ich programmiere und teste die Apps. Hast du flexible Arbeitszeiten? Ja, wir haben Gleitzeit. Das ist super. Arbeitest du auch im Homeoffice? Ja, 2 Tage pro Woche. Das ist eine gute Balance. Ja, ich bin zufrieden. Das war ein gutes Gespräch. Ja, so kann man über den Job sprechen. Natürlich und entspannt. Genau. Jetzt noch ein Gespräch. Diesmal frage ich. Okay. Hey Anna, was arbeitest du eigentlich? Ich bin Marketingmanagerin Cool. Bei welcher Firma? bei einem Modeunternehmen In welcher Stadt? in München. Wie ist die Arbeit so? Sehr kreativ und abwechslungsreich. Was machst du genau? Ich plane Werbekampagnen. Das klingt interessant. Ja, ich mag es sehr. Wie viele Leute sind in deinem Team? Wir sind 5 Personen. Versteht ihr euch gut? Ja, wir arbeiten super zusammen. Das ist wichtig. Absolut. Super Gespräch. Danke, Max. Jetzt sprechen wir über Smalltalk. Smalltalk bei der Arbeit. Was sagt man morgens? Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Danke. Schönes Wochenende gehabt? Ja, es war schön. Was hast du gemacht? Ich war mit Freunden essen. Das ist typischer Smalltalk. Nicht zu persönlich. Nicht zu lang. Einfach freundlich. Genau. Was sagt man am Abend? Schönen Feierabend. Das sagt man, wenn man geht. Feierabend bedeutet, die Arbeit ist vorbei. Bis morgen. Oder bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Das sagt man am Freitag. Erhol dich gut. Wenn jemand in den Urlaub geht. Schönen Urlaub. Und wenn jemand krank war? Gute Besserung. Das sagt man zu kranken Kollegen. Und wenn sie zurückkommen? Schön, dass du wieder da bist. Geht es dir besser? Das sind freundliche Sätze. Für ein gutes Arbeitsklima. Jetzt sprechen wir über Probleme. Probleme bei der Arbeit. Wie sagt man, dass man ein Problem hat? Ich habe ein Problem. Kann ich Sie kurz sprechen? Haben Sie einen Moment Zeit? Ich brauche Hilfe. Das ist sehr höflich. Wie beschreibt man das Problem? Es gibt ein Problem mit dem Projekt. Ich komme nicht weiter. Ich verstehe das nicht. Können Sie mir das erklären? Ich schaffe es nicht alleine. Wir brauchen mehr Zeit. Das sind nützliche Sätze. Wenn man Hilfe braucht, Wie bietet man Hilfe an? kann ich dir helfen? Brauchst du Unterstützung? Soll ich das übernehmen? Ich helfe dir gerne. Kein Problem, ich mache das. Das zeigt Teamgeist. Sehr wichtig bei der Arbeit. Jetzt sprechen wir über Meetings. Meetings sind in Deutschland üblich. Manchmal zu viele. Ja, Deutsche lieben Meetings. Wie sagt man, dass ein Meeting ist? Wir haben ein Meeting um 10 Uhr. Die Besprechung ist im Konferenzraum. Besprechung ist ein anderes Wort für Meeting. Wir treffen uns um 2. Vergiss nicht, Meeting um 11. Was sagt man im Meeting? Guten Tag zusammen. Danke, dass Sie alle da sind. Fangen wir an. Heute besprechen wir, Hat jemand Fragen? was denken Sie darüber? Können wir das zusammenfassen? Wer übernimmt das? Bis wann können wir das erledigen? Das sind typische Meetingsätze. Und am Ende? Danke für Ihre Zeit. Das war sehr produktiv.
Wir sehen uns nächste Woche. Schönen Tag noch. Das sind höfliche Abschlüsse. Jetzt zum Thema E-Mails. E-Mails sind sehr wichtig. In Deutschland schreibt man viele E-Mails. Wie beginnt man eine E-Mail? Sehr geehrte Frau Müller. Sehr geehrter Herr Schmidt. Das ist sehr formell. Für unbekannte Personen. Oder für wichtige E-Mails. Weniger formell? Guten Tag, Frau Müller. Hallo, Herr Schmidt. Das ist neutral. Für Kollegen? Hallo, Anna. Hi, Max. Das ist informell. Nur für Leute, die man kennt. Und am Ende der E-Mail? Mit freundlichen Grüßen. Das ist sehr üblich. Sehr formell. Weniger formell? Viele Grüße. Beste Grüße. Liebe Grüße. Das ist für Leute, die man kennt. Oder für informelle E-Mails. Wichtig, immer höflich sein. In Deutschland sehr wichtig. Jetzt sprechen wir über Telefonate. Telefonieren bei der Arbeit. Wie nimmt man das Telefon ab? Firma XY, mein Name ist Anna Müller. Oder Müller, guten Tag. Das ist sehr professionell. Wie fragt man nach einer Person? Ich möchte gerne mit Herrn Schmidt sprechen. Könnten Sie mich mit Frau Weber verbinden? Ist Herr Braun zu sprechen? Das sind höfliche Fragen. Was sagt man, wenn die Person nicht da ist? Tut mir leid, er ist gerade nicht am Platz. Kann ich etwas ausrichten? Soll er Sie zurückrufen? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Das sind hilfreiche Sätze. Und am Ende des Telefonats? Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Einen schönen Tag noch. Das ist das Ende des Telefonats. Sehr professionell. Jetzt machen wir eine Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Wie man nach dem Beruf fragt. Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich? Wie man antwortet. Ich arbeite als Viele Berufe auf Deutsch. Bürojobs, technische Berufe, Handwerk. Wie man über den Arbeitsplatz spricht. Ich arbeite in. Arbeitszeiten und Aufgaben. Ich arbeite von bis. Ich bin zuständig für Kollegen und Karriere. Gehalt und Zufriedenheit. Smalltalk und Meetings. E-Mails und Telefonate. Das war sehr viel. Aber sehr nützlich. Übt diese Sätze. Jeden Tag ein bisschen. Dann werdet ihr sicherer. Und könnt über euren Job sprechen. Auf Deutsch. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Teilt diesen Podcast mit Freunden. Die auch Deutsch lernen. Und hinterlasst gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bei Deutsch für jeden Tag. Tschüss. Auf Wiederhören Macht's gut. und viel Erfolg bei der Arbeit. Bis bald. Ciao.